Hallo, heute sind wir in Herliberg, wieder in Zürich. Ich freue mich, euch ein Apartment zu zeigen, was wir für ein Pärchen machen durften, die während Corona gar nicht da waren. Wir durften das alles für sie alleine machen und ja, ich freue mich, das euch zu zeigen. Kommt mal mit. Hier ist das Wohnzimmer, hier ist der Essbereich mit sehr gemütlichen Stühlen, alles sehr harmonisch. Hier haben wir das sehr gemütliche Sofa von Saba Italia. Die Kissen sind alle für den Kunden gemacht worden in verschiedenen Nuancen. Jeweils dazu haben wir Puffs gemacht. Dadurch, dass sie ein Kind hat, wollten wir hier nicht so einen riesigen Clubtable haben. Deswegen haben wir nur so kleine Beistelltische gemacht, damit das Kind viel Platz hat zum Spielen. Der Raum ist ein bisschen tricky. Wie immer in der Schweiz hast du den wunderbaren Seeblick und auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen Kamin, einen Fernseher, einen Esstisch. Wir haben jetzt diese Situation so kreiert, dass wir ein L-Sofa haben, was schon nach außen rausschaut. Es würde aber auch bedeuten, dass du auf die Rückseite des Sofas schaust und deswegen haben wir diese Konsole vom Schreiner bauen lassen, die wirklich sehr minimalistisch ist. Hier sitzen jetzt zwei Puffs davor, die farblich genau zu den Kissen passen. Das ist also eine Einheit. Hier geht es weiter in den Wintergarten, der eine schöne Ergänzung ist zum Wohnraum mit dem wunderbaren Blick auf den Zürichsee. Wir haben hier einmal einen Tagesvorhang, durch den man noch wunderschön den See sehen kann und trotzdem hat man ein bisschen einen Sichtschutz. Das ist ein Nachtvorhang, den macht man zu, wenn man abends den Kamin genießen will im Sommer oder auch im Winter. Und die Verarbeitung nennt man Wave, das ist wie so eine Welle. Und egal wie ich den Vorhang ziehe, diese Welle bleibt immer gleich. Und das ist das Schöne bei dieser Verarbeitung. Was das Spannende in diesem Grundriss natürlich ist, dass du Wohnen, Wintergarten, Küche und Essen alles in einem hast. Und ich glaube, der Kunde ist sehr glücklich mit dem gesamten Setup, weil alles passt zusammen, es ist sehr harmonisch. Hier ist das Kinderzimmer. Die Mutter wollte ein wirklich liebevolles Kinderzimmer, wo sich das Kind richtig wohlfühlt, wo nicht so viele Sachen rumliegen und deswegen haben wir wirklich alles sehr minimalistisch gehalten. Das Kind schläft auf dem Boden, auf dieser Matratze, das hat auch so eine Montessori-Idee und um das Zimmer noch liebevoller zu machen und individuell habe ich überall kleine Luftballons gezeichnet mit Wolken und wir fanden, das Thema passt sehr schön zu dem Kinderzimmer mit dieser tollen Aussicht auf den See.